Nach der Eingabe der Umsätze kommen wir zum nächsten Register, dem Register Investitionen. In diesem Register kannst du Investitionen für dein Unternehmen anlegen. Hierzu musst du die einzelnen Investitionen bezeichnen, das Anschaffungsdatum und die Anschaffungskosten eintragen. Als nächstes wählst du die Abschreibungsart aus. Und als letzten Punkt wählst du den Anlagentyp aus. Als Anlagentyp kann zählen beispielsweise Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Anlagen, PKWs und so weiter. Für die unterschiedlichen Anlagetypen sind bereits Nutzungsdauern hinterlegt. Diese orientieren sich an gesetzlichen Bestimmungen bzw. an der gängigen Praxis. Die Nutzungsdauern können jedoch manuell abgeändert werden. Seit Juli 2020 kannst du neben der linearen Abschreibung für bestimmte Investitionsgüter auch die degressive Abschreibung wählen. Hier wählst du neben der Nutzungsdauer auch den Prozentsatz, mit welchem die Investition abgeschrieben wird, aus. Die degressive Abschreibung ist jedoch mit 30% begrenzt und gilt für alle neuen angeschafften Investitionen. Ausgenommen von einer degressiven Abschreibung sind beispielsweise Gebäude, Firmenwert und Kfz, außer es handelt sich um ein Elektroauto. Ebenfalls davon ausgenommen sind unkörperliche Wirtschaftsgüter, außer sie betreffen die Bereiche Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit. Plan4You errechnet dir die höchste bzw. maximale Abschreibung und wechselt die Abschreibungsart automatisch. Du kannst auch Investitionen berücksichtigen, die in den Vorjahren getätigt wurden, wie zum Beispiel bei einer Betriebsübernahme. Ich gehe jetzt hier mal auf Plus, dass wir das Fenster nochmal sehen. Hierbei ändert sich aber einiges in den Eingabefeldern. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Vorjahr auswähle, kann ich bei der Abschreibungsmethode, also beim Abschreibungstyp, nur noch linear wählen, weil ab Juli 2020 gibt es die degressive erst. Und ich habe hier die Restnutzungsdauer. Das heißt, wie viele Jahre kann ich die Anlage überhaupt noch nutzen? Bei der Auswertung ist nun der Überblick über die Gesamtinvestition und die Abschreibungsbeträge der jeweiligen Planjahre zu sehen. Solltest du Bilanzierer sein, kannst du in den Punkt Investitionen auch noch dein Warenlager anführen. Dazu gehe ich in die Parameter und wechsle zur Bilanzierung und wieder zurück zu den Investitionen und habe hier nun einen neuen Menüpunkt dazu bekommen. Als Bilanzierer kannst du das Warenlager bzw. die Bestandsveränderungen für dein Handelswarenlager und für deine Halb- und Fertigfabrikate erfassen. Dazu musst du jeweils den Stand deines Handelswarenlagers per 31.12. eingeben. Ebenfalls kannst du im ersten Planungsjahr den Stand deines Warenlagers zum Monatsletzten angeben, indem du hier auf das Symbol klickst und dann im Dezember die Daten einträgst. Mit einem Klick auf das Verkleinerungssymbol schließt sich das Ganze wieder. Möchtest du sehen, wo sich deine Investitionen, Abschreibungen und das Warenlager im Ergebnis befinden, so geh auf das Register Ergebnis. Du findest die Abschreibung in der Gewinn- und Verlustrechnung, also hier unten, im Betriebsergebnis. Die Abschreibung ist ein Aufwand und verringert so deinen Gewinn. Bei einer Bilanzierung findest du die Abschreibung auch im Liquiditätsplan unter dem Punkt Cashflow. Die Investitionen findest du im Liquiditätsplan unter dem Langfristbereich. Generell verringern Investitionen deine Liquidität. Sie sind jedoch keine Aufwände und verringern deshalb nicht deinen Gewinn. In der Bilanz, also hier unten, findest du die Buchwerte deiner Anlagen unter dem Anlagevermögen. Der Buchwert beschreibt den Wert deiner Investitionen nach der Abschreibung am Jahresende. Beachte, dass du deine Buchwerttabelle nur im HTML sehen kannst. Dafür musst du im Register Ergebnis
ein HTML erstellen. Gehen wir wieder zurück zu Plan for You. Dein Warenlager findest du im Liquiditätsplan unter dem Working Capital. Als Handelswaren bzw. Halb- und Fertigfabrikate. Wenn du dein Lager grundsätzlich aufbaust, so verringert sich deine Liquidität. Das Warenlager wird in der Bilanz auch im Umlaufvermögen angezeigt. Kommen wir nun zum nächsten Register, dem Register Personal.